Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Und zwar habe ich heute viermal Deepin News für euch am Start. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Es ist ein bisschen was ich euch zu erzählen habe. Ja, Punkt Nummer eins. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen. Natix hat quasi ein neues Gerät released. Den Natix VX360. Das ist quasi diese kleine Box, die ihr seht. Hier ist auch der Preis dazu. Aktuell gibt es hier auch dementsprechend einen Rabattcode. Diese kleine Box ist für Tesla-Fahrzeuge da. Das heißt, damit man auch mit Tesla-Fahrzeugen ordentlich bei Natix mitmachen kann. Ihr seht auch hier nochmal so ein bisschen die Features von der ganzen Geschichte. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel euer Filmmaterial kontrollieren, einstecken und verdienen, also Plug and Play und die Welt zum Besseren verändern. So sieht letztendlich auch das Ganze vermutlich in der App aus. Also ich weiß es nicht, ich kann es ja noch nicht testen. Einfacher Zugriff auf ihr Filmmaterial, das heißt, ihr könnt halt eben auch das Ganze aufzeichnen etc. Ihr bekommt auch dementsprechend hier die Belohnung, hier auch nochmal ein Screenshot von der App sozusagen. Und ja, Privatsphäre ist auch ganz klar, ist wichtig. Und ihr seht hier, in 30 Sekunden ist das Ganze startklar. Was ich natürlich cool finde im Angebot, das flackert jetzt natürlich so ein bisschen. Frühbucherpreis ist bis 31. Januar 2025 für 1000 Einheiten. Das heißt, ihr kriegt dann auch nochmal 200.000 Natics bei 2000 gefahrenen Stadtkilometern. Das bedeutet, dass ihr halt eben auch nochmal so 100 bis 150 Euro in Airdrop sozusagen bekommt auf den Preis. Das heißt, ihr zahlt dann effektiv 120 Euro. Kommt natürlich auch je nachdem drauf an, wie viele Kilometer ihr runterreist, beziehungsweise wie auch dann dementsprechend aktuell der Kurs ist. Wie gesagt, Natix VX360 ist ein Zusatzgerät für Tesla Fahrzeuge sozusagen und alle anderen können natürlich auch weiterhin die App benutzen. By the way, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gab in der letzten Woche einen Airdrop. Das heißt, der eine oder andere von euch hat sicherlich auch einen Airdrop bekommen von, keine Ahnung, 10, 20, 30, 10, 20, 30.000 Netix-Token. Schaut einfach mal in die App rein. Wie gesagt, neu mit am Start ist halt eben hier dieser Netix VX 360. Klingt für mich interessant. Ich habe leider keinen Tesla. Vielleicht ist aber der ein oder andere von euch dabei, der einen hat. Vielleicht legt euch mal so ein Teil zu. Ja, keine Ahnung, ist keine Verkaufsempfehlung oder irgendwas in der Richtung, auch keine Finanzberatung. Aber nur, dass ihr mal im Bilde seid, wie es bei Natix vorwärts geht. Ja, Punkt Nummer zwei, was momentan so am Laufen ist, und zwar Swordchain. Das hatten wir ja schon mal angekündigt. Der Originalstart ist ja verschoben worden. Jetzt ist es halt eben so, dass bei Swordchain das neue Zieldatum der 4. bis 6. Dezember 2024 ist. Das heißt, am 29. November, sprich gestern, wurde halt eben ein Snapshot gemacht. Snapshot bedeutet, es wird halt eben auf eurer Wallet geguckt, wie viel T-Sort-Token habt ihr drauf, also wie viele Test-Token, damit die halt eben dann in richtige Token umgewandelt werden können. Da stand auch nochmal drin, dass halt eben die Original-Wallet genutzt werden muss. Das heißt, wenn ihr nur in der Wallet drin arbeitet, ist alles okay. Solltet ihr die T-Sort-Token irgendwo hingeschoben haben, ist es natürlich relativ schwierig. Ich meine, es ist auch ein Testsystem, da braucht man keine Wallet hin und her schieben. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, wie gesagt, Zieldatum 4. bis 6. Dezember 2024, sprich nächste Woche. Snapshot war dementsprechend gestern, hat wohl auch funktioniert. Und wenn ich das richtig verstehe, ist es aktuell so, dass halt eben zwischen Snapshot und Netzwerkstart keine zusätzlichen Belohnungen hinzugefügt werden können. Das heißt, dass es aktuell nicht funktioniert. Ich kann es aktuell auch leider nicht testen, weil das Fahrzeug nicht da ist. Aber probiert es halt eben einfach mal aus. Ja, es gab dann halt eben weitere nochmal Informationen dazu, dass der Snapshot auch funktioniert hat. Hier ist auch nochmal die Information, dass dementsprechend die Wallet original benutzt werden soll. Schaut einfach mal dementsprechend auch in Discord rein, hier steht's. Und was ich auch eben noch gelesen habe, ist, dass halt eben ein Claim-Button dazukommt. Das heißt, ihr seht ihr nochmal Schaltfläche Anspruch anfordern, also Claim-Button soll halt eben dann dementsprechend dafür nochmal dazukommen. Wenn das Ganze dann soweit ist, schauen wir uns natürlich auch das mit euch zusammen an. Ja, und hier seht ihr auch nochmal, was steht hier noch drin? Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Swordchain Connect App aus dem Smartphone verwenden, Version 2.5.1. Importieren Sie Ihre Testnet Wallet. Okay, falls ihr die woanders hin reinkopiert habt mit der 24 Seed Phrase, ist immer wichtig, euch die Seed Phrase rauszuziehen. Und dann halt eben Migration war erfolgreich, wenn ihr Kontostand 0 anzeigt. Seht ihr hier, wie gesagt, guckt es euch bitte an. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr hier dementsprechend auch bei Swordchain im Bild bleibt, damit ihr hier letztendlich auch hier keine ich sag's mal so, kein Airdrop verpasst. Ich bin auch mal gespannt, wie viel letztendlich der Airdrop bringen wird.
Ja, ein paar Euros beziehungsweise ein paar Token werden es sicherlich sein. So viel wird es nicht sein, da kostet ja nur zwischen 90 und 100 Euro. Deswegen erwarte ich jetzt hier keinen 100 Euro Airdrop, sowas in der Richtung wird wahrscheinlich weniger sein. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir werden uns überraschen lassen, was das Thema angeht. Ja, nächster Punkt, den ich für euch auf der Agenda habe, ist Onokoi. Das Projekt verfolgen wir ja auch schon eine gewisse Zeit. Also bei uns läuft das auch. Wir nutzen halt eben den UM980 Stick, der auch soweit, also so gut wie funktioniert. Also wir bekommen die gleichen Rewards, wie wenn man eine teure Station nutzen würde. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass teure Stationen da besser sind. Und zwar hier ist es halt eben dementsprechend, dass es eine Kampagne geben wird. Das heißt, es gibt doppelte Bono-Token zwischen den 1. Dezember diesen Jahres und Januar 31 nächsten Jahres. Das heißt, es gibt doppelte Rewards. Bei uns, also bei mir bedeutet das, das müssten dann anstatt, also ich kriege im Schnitt so zwischen 4 und 5 am Tag. Das heißt, müsste er sich dann so zwischen 8 und 10 einpendeln, ab dem 1. Dezember bis 31. Januar. Das heißt, ihr bekommt ihr die Bono-Token. Ansonsten auch hier gilt, guckt nochmal in Discord rein. Hier gibt es aktuell auch Aktionen noch im Black Friday Deal sozusagen. Hier auch nochmal die Reseller sozusagen, beziehungsweise Shops, wo ihr euch dementsprechend auch die Hardware besorgen könnt. Ja, und wie gesagt, schaut es euch an. Es ist relativ interessant, was das Thema angeht. Und ja, doppelte Rewards jetzt im Dezember bis 31. Januar bei Onokoi. Last but not least, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es gibt bei Nubila momentan ein Update, das heißt ein Vorbestellungsupgrade. Es gibt aufregende Neuigkeiten. Die Auslieferungen haben offiziell begonnen und einige Marco-Geräte haben bereits ihren neuen Besitzer erreicht. Wir arbeiten fleißig daran, alle Vorbestellungen zu erfüllen und sicherzustellen, dass Geräte bis Weihnachten eintrifft. Das betrifft nicht nur diejenigen, die auch direkt bei Nubila bestellt haben, sondern auch alle, die bei Mchampman ihre Order aufgesetzt haben. Ich habe ja meine Order auch über Mchampman und haltet euch fest, Leute, ich habe gestern eine Versandbestätigung bekommen. Das heißt, mein Nubila Marco ist auf den Weg. Ich vermute mal, das wird ein paar Tage dauern. Ich weiß nicht, wo denn ihr Zentrallager ist. Es ist aber halt eben so, dass halt eben mein Nubila auf dem Weg ist. Und das Ziel ist es halt eben, dass bis Weihnachten halt eben fast oder dass bis Weihnachten alle mit ihrem Nubila Marco Gerät sozusagen ausgestattet sind. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, wie das halt eben aussieht. Hier steht auch nochmal eine weitere Charge von Gerät wird voraussichtlich in den nächsten 3 Wochen eintreffen. Priorisiert nach dem Prinzip, ja zuerst kommt mal zuerst. Das stand ja auch schon bei Mchampman so. Das heißt, jeder, der halt je früher bestellt hat, umso schneller bekommt ihr auch. Oder umso früher ist der Marco bei euch zu Hause, also die Nubila Wetter Note zusammen. Wie gesagt, ich habe gestern meine Bestätigung bekommen, dass das Gerät in den Versand gegangen ist. Das heißt, mit ein bisschen Glück ist das Teil nächste Woche schon da. Und wenn das natürlich da ist, mache ich mit euch zusammen ein Unboxing. Und dann schauen wir uns das da mal an. Und dann sollte es auch mal bei euch ankommen. Und dann kann es losgehen. Dann können wir alle zusammen im Nubila Wetternetzwerk mal auch austauschen. Und ja, wird halt eben auf jeden Fall eine extrem spannende Geschichte, was das angeht. Ja, wo wir gerade beim Thema sind, extrem spannende Geschichte. Kurzen Shoutout an unseren Telegram-Kanal. Das heißt, wir haben zu jedem dieser Sparten, also wir haben zu Natix, haben wir einen Sub-Channel. Wir haben zu Swordchain einen Kanal, wo ihr euch drüber unterhalten könnt mit anderen. Das haben wir auch für Onokoi und auch für Nubila. Das heißt, für alle 4 Updates, die ich euch hier heute vorgestellt habe, haben wir in unserem Telegram-Kanal jeweils eine Gruppe, einen Kanal, wo auch andere Leute mit drin sind, die quasi auch diese Geräte benutzen. Ihr könnt euch austauschen etc. Es kostet euch nichts, kommt einfach mit rein. Kurze Werbung noch halt, wie gesagt, dazu. Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung, beziehungsweise aus dem Kommentar. Kostet euch nichts, kommt rein, diskutiert mit anderen mit. Ja, ich fasse das Ganze nochmal ganz kurz zusammen. Wie gesagt, Natix hat halt ein neues Gerät rausgebracht, den VX360. Richtet sich an alle Tesla-Fahrer. Hier gibt es auch nochmal einen 200.000 Natix-Token-Bonus sozusagen, wenn ihr 2000 Kilometer rumreist.
endet am 31. Januar 2025. Ihr seht hier 279,99 als Vorbestellung. Hier oben wird auch nochmal aktuell ein Rabattcode eingeblendet. Ist ja auch aktuell noch Black Week Deals. Wie gesagt, ganz wichtig, nur Tesla Deals, beziehungsweise nur für Tesla-Fahrer. Klingt aber für mich interessant. Schaut es euch dementsprechend an. Das Teil heißt VX360. Ja, als zweites hatten wir Swordchain. Also wie gesagt, Snapshot war dementsprechend gestern. Der Live-Net, also der Livegang im Mainnet soll zwischen 4. und 6. Dezember stattfinden. Das heißt nächste Woche. Demnächst soll jetzt auch in die App ein Claim-Button sozusagen kommen. Ganz, ganz wichtig. Lest euch bitte auch dementsprechend hier nochmal in Ruhe durch, was das angeht. Hier wird auch nochmal über den Genesis Airdrop berichtet im Swordchain-Blog sozusagen, wie das Ganze abläuft, beziehungsweise was für einen Anspruch jeder sozusagen hat. Ja, dann Onocoin, ganz, ganz wichtig, doppelte Rewards vom 1. Dezember bis 31. Januar 2025. Weitere Informationen dazu findet ihr auch im Discord von Onocoin. Schaut halt dementsprechend auch einfach mal rein. Macht auf jeden Fall Sinn. Und last but not least, was ich eben hatte, bei Marco beziehungsweise Nubila Netzwerk geht los. Marco Vorbestellungen werden jetzt nach und nach verschickt. Das heißt, mein Marco ist schon unterwegs und ihr werdet halt eben auch in den nächsten Wochen eure Nubila Station dementsprechend auch bekommen, beziehungsweise eure Nubila Marco Wetternote. Und ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.